Herzlich willkommen zu der Herzensreise durch das Hohelied, ein Bibelkurs von die ganzen Kapitel und Versen in das Buch Hohelied, 8 Kapitel, und wir sind angelangt wirklich an die letzten Stufen, die aufwärts gehen, die heraufkommen aus der Wüste, die wirklich mehr in den Reife Gläubigen, in die Vollendung, oder ja, Reife kann auch Erfüllung bedeutet. Vollendung bedeutet, eine reife Äpfel ist ein Äpfel, die seinen Punkt erreicht hat, wo es ein perfekter Äpfel ist, und wenn man dass man das Essen genießen kann, und eine Blume, die in ihr voller Pracht ist, in die Vollendung, das verherrlicht Gott. Und jetzt sind wir da. Ich bin echt wirklich dankbar, dass ihr, und ich möchte das sagen, ich hoffe, auch wenn immer ihr reinkommt in diese Videoclips, geht zurück zu die ersten, weil es ist eine Reise. Und es ist wirklich Stufe für Stufe. Du kannst nicht erlangen nach die eine Stufe. Es ist so super zu sehen, die anfängliche Liebe, die wachsende Liebe, die getestete Liebe. Ja, und jetzt kommen wir zu die reife Liebe. Und das ist wirklich ein Segen, diese lebenslange Herzensreise mit Jesus auf dieser Erde. Während wir hier sind, sind wir vorbereitet für die Ewigkeit. Und er legt Gold und Silber und Perlen, überwundenen, schweren, dass wir überwinden. Er legt das in uns, und das kommt mit uns in die Ewigkeit. Alle den Leiden wird verwandelt in ewigen Gewicht der Herrlichkeit. Diese vorübergehende Leichte der Drangsal kommt nichts in Vergleich mit die ewige, bleibende Herrlichkeit, die in uns geoffenbart wird. Und so, preis dem Herrn, dass auch wir haben einiges von dieser Herrlichkeit in uns jetzt. Christus in uns breitet sich aus, und wir warten auch in diese Tage eine Herrlichkeit in der Endzeit Brautgemeinde, die anderen hervorbringen wird. Und das ist genau, wo wir heute sind. Ich möchte auch einige Gedanken sagen. Genieße die Reise, nicht nur das Ziel. Das muss ich zu mir selbst jeden Tag sagen, weil ich bin ein zielgerichteter Mensch, und manchmal ich strebe nur für das Ziel, und ich, ehrlich gesagt, ich genieße manchmal nicht die ganze Reise. Aber jeden Tag, ich muss mich selber auch erinnern, schau nicht nur auf dem Ziel, dann bist du fertig, dann hast du es erreicht. Genieß jeden Tag, genieß, wo du jetzt bist, genieß die Reise. Wow! Vergesst das nicht. Okay, so, jetzt sind wir, sie ist in diese Ehebund hineingekommen, und jetzt, sie sagt, wir haben eine Schwester. Hier merkst du die ganze Partnerschaft. Es ist nicht nur ich, nicht nur du, wir. Sie ist so vereint mit ihm, mit seinem Herz, mit seiner Liebe für sein Volk, für das ganze Leib Christi. Und jetzt schaut sie auf die Unreifen oder vielleicht die Gläubigen, die überhaupt noch nie die Reise der Liebe, sie sind gerettet, aber sie sind immer noch wirklich weit weg von dem Herzenreise. Und jetzt tut sie Fürbitte, dass andere in die Reife kommen. Wir haben eine Schwester, die ist klein und hat noch keine Brüste. Keine Fähigkeit, anderen zu lehren. Keine Fähigkeit, anderen es zu geben. Ihr Glaube ist so schwach, sie ist voller Ängste. Ihr Liebe ist geteilt. Sie liebt die Welt, sie kennt nicht die ganze Schönheit der Liebe für Jesus. Was sollen wir mit unserer Schwester tun an dem Tag, der Mann um sie werben wird? Die Hochzeit kommt. Was können wir tun für die kleinen Schwestern, die so unreif sind, die immer noch Babys im Glauben sind, die immer noch Runde machen in ihr Fleisch und Seele, die auf und ab sind? Wenn sie eine Mauer ist, bauen wir auf ihr eine silberne Zinne. Und sie sagt immer wir.
Partnerschaft, vereint mit ihm. Sie und ihm, Jesus und sie arbeiten zusammen. Sein Last ist ihr Last. Wenn sie aber eine Tür ist, versperren wir sie mit einem Zedernbrett. Und jetzt sagt die Brautseele, ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Nun aber bin ich vor ihm wie eine, die Frieden anbietet. Man könnte auch sagen, bin ich in seinen Augen wie eine, die ein Friedensangebot hinausgehen lässt. Oder bin ich in seinen Augen eine, der ihn gesättigt, die ihn zufrieden macht. Jetzt sehen wir, dass diese Seele, erstmal sie tut Fürbitte für andere Schwestergläubigen in die Reife zu bringen. Hier möchte ich sagen, zu alle reife Gläubige, unsere Lebensvision muss auch haben die Vorbereitung der anderen, die schwächer sind, damit sie auch Teil von der jungfräulichen Brautgemeinde. Das muss Teil von unserer Vision sein. Wie können wir anderen hervorbringen? Wie können wir anderen wirklich, und das ist eigentlich das Ziel von der fünffältigen Dienst, dass wirklich jeder Gläubige aufgebaut wird, zugerüstet wird, mit eine Mauer gemacht wird, die geschützt ist von der Feind. Eine Tür, die die Tür öffnet, für anderen in das Reich Gottes zu kommen, evangelistische Leute. Das ist das Ziel von den Aposteln und Propheten und Lehrer, Evangelisten und Hirten, damit wir wirklich den Leib Christi aufbauen, dass alle wachsen hin zu Christus und dass jeder stark ist im Glauben und in der Erkenntnis, dass jeder eine direkte, persönliche Erkenntnis von Gott hat. So, es ist interessant. Jetzt sagt sie dann, ich bin eine Mauer. Meine Brüste sind wie Türme. Nun aber bin ich vor ihm wie eine, der Frieden oder Zufriedenheit oder Gesättigung für ihn oder ein Friedensbote bin oder Frieden verkündigen, ein Friedensstifter bin, die anderen die Versöhnung mit ihm, ein Leben in Versöhnung anbieten. Und so, sie hat gesagt, du hast mich kraftvoll, stark und wirklich friedlich gemacht. Wenn sie sagt, ich bin ein Mauer, das ist für mich eine gewaltige Gedanke für die Endzeit apostolischen Zentren oder apostolische Leute, die Gott hervorbringt. Das bedeutet, eine Mauer bedeutet Zufluchtsorte. Eine Mauer bedeutet ein Schutzgebiet für anderen. Und so jetzt sagt sie, sie ist ein Schutz für anderen. Sie nimmt die Pfeile, sie steht gegen den Feind und diese apostolische, prophetische Leute, Zentrum, die werden wirklich Schutz geben und sie werden wirklich ein Ortschaften schaffen, dass anderen in Frieden, in der Versöhnung und in der Einheit wachsen kann. Ich bin eine Mauer geworden. Ich bin wirklich diese Stadt mit Mauern. Und so Mauern ist für Schutz. Ich liebe das. Und da ist ein Vers, wenn ich das schnell finden kann, in Haggai. Auf jeden Fall, ich kenne es. Es sagt, ich erschüttere die Nationen, spricht der Herr, und fülle das Haus mit Herrlichkeit. Und an diesem Ort wird Silber und Gold sein, das gehört mir. Und an diesem Ort wird ich Frieden geben. So, wenn Gott erfüllt dieses Haus mit Herrlichkeit, diese Orte werden Friedensorte, die werden wirklich gemauerte Orte
Und diese Braut ist ein Mauer geworden, die wirklich ein kämpferische Braut ist und sie weiß, wie sie ein Schild des Glaubens erheben kann und den Feind zurückbringen, damit anderen wirklich wachsen kann, in dem Heil kommen. So das ist wirklich Schutzzonen. Ich glaube dafür in die Tage, in denen wir sind. Und ich glaube für solche Gemeinden, die geschützt sind, auch durch apostolische Leitern, fünffältiger Dienst. Okay, und dann sie sagt, meine Brüste sind wie Türme. Und Türme sind auf diese Mauer gebaut. Diese Türme, ihr Glaube und Liebe reichen in dem Himmel. Wir haben gesagt, die zwei Brüste stehen für Glaube und Liebe, die Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und sie stehen für Ernährung, Erfutterung, oder wie immer man das sagt, Ernährung und Wegweisung und wirklich austeilen. Ich glaube von Geistliche, und es werden auch Orte wie Josefs Storehouse, die auch das Essen austeilen wird für viele. Und ihre Brüste sind wie Türme, Silbertürme, Erlösungstürme, die reichen in dem Himmel und bringen Himmel auf Erden. Lass uns glauben, dass Gott seine Strukturen, seine Ordnungen, seine Leute hervorbringt und dass wir in die Weisungen des Herrn hineinkommen, diese Zionsorte. So sie sagt, ich bin fähig gemacht, nicht nur einige, sie kann eine Menge von Leuten speisen. Und hier ist eine gewaltige, ermutigende Vers, die das auch so ein bisschen bildlich zeigt. Und das ist Jesaja 66, am Schluss von Jesaja. Freut euch mit Jerusalem und jubelt über sie, alle, die ihr sie liebt. Jauchzt mit ihr in Freude, alle, die ihr über sie getrauert habt, damit ihr saucht und euch sättigt an der Brust ihrer Tröstungen, damit ihr schlürft euch lappt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr, siehe, ich wende ihre Frieden zu wie einen Strom und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überflutenden Bach, und ihr werdet saugen. Auf den Armen werdet ihr getragen und auf den Knien liebgekost werden. Wie einen, die seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. An Jerusalem soll ihr getröstet werden. Ihr werdet es sehen, euer Herz wird sich freuen und eure Gebeine werden sprießen wie das junge Gras. Und die Hand des Herrn wird sich an seinen Knechten sagen, aber seine Feinde wird er bedrohen. Auch Jerusalem, das irdische Jerusalem. Und dieser Hohelied ist auch ihr Buch. Eigentlich, die lesen das Buch Hohelied nach der Passafest oder während der Passafest, weil sie wissen auch, dass ihre Befreiung aus Ägypten und ihre Bund bei Sinai wie der Anfang ihrer Verlobung und Hochzeit ist mit dem Herrn. Und alle, die getrauert haben mit Jerusalem, werden erleben, wie ihre Brüste wie Türme sind, wie sie die ganzen Nationen werden sich laben und werden saugen auf ihre Brüsten, werden die Herrlichkeit des Herrn schmecken, werden mit in den Freude, werden mitgetröstet mit ihr. Hey, Gott ist gewaltig. Sie wird auch in die Fülle ihrer Berufung, weil die Berufungen Gottes sind unwiderruflich. Und so, Israel und die Nationen, den Gläubigen aus den Nationen, diese Türme werden auch leuchten wie Leuchttürme, sie werden Lichttürme, sie werden in den Himmel reichen, Himmel auf Erden bringen. Sie werden auch vereint in ein geistliches Bund. Gott hat Großes vor. Lass uns zusammen wirklich dafür glauben. So, sie bietet Zuflucht
und Friedensstifter. Und ich nenne das auch, was ich jetzt sehe, was Gott sagt, eine Elia-Generation. Sie ist in die Mutterschaft gekommen. Wow! Und ehrlich gesagt, das habe ich gerade erst gesehen, als ich mich vorbereitet habe heute. 1. Mose 3,15, ein von meinen Lieblingsverse, wie der Schlange und die Frau, sie werden wirklich gegeneinander gesetzt und in einen Kampf sein. Und der Same der Frau wird der Kopf der Schlange zertreten. Und so die Same von der Brautgemeinde, die Same wirklich der Überwinder und die Söhne und Töchter, die sie hervorbringt. Und das ist die Elia-Generation. Die Herzen der Väter und Mutter werden gewandt zu die Söhne und Töchter. Und die Generationen werden nicht einfach abgebrochen voneinander. Die Braut wird ein Elia, Mutter, Vaterschaft, väterliche Segen geben und es wird Einheit, eine Generation, eine ganze Generation wird sich aufstehen in dieser Zeit. Das ist deine Berufung, Väter und Mutter zu werden, aufzuwachsen in Christus und anderen diese Liebe, diese Ermutigung, diese Zeugnisse, diese Wege zu zeigen mit Gott. Ich möchte wirklich sagen, die Bibel hat so viel Offenbarung. Wo findet man diese Geschichte? Wo findet man diesen ewigen Plan? In Gottes Wort, geleuchtet durch den Heiligen Geist. Gott ist ein Gott, der sich offenbart. Er möchte uns in die völlige Schätze hineinführen, kann wirklich sagen, sei ermutigt. Sarah war 90 Jahre alt, auch in ihrer Reife hat sie der Sohn der Verheißung hervorgebracht hat. Und Gott hat sie genannt, eine Mutter der Nationen, Könige werden von ihr hervorkommen. Auch von der Brautgemeinde. Wir werden eine Same hervorbringen. Wir werden sagen mit dem Heiligen Geist, komm. Und die das hören, die Unreifen, die Traditionellen, die immer noch nur um sich kreisen, nur um ihre Probleme, nur um ihre Sorgen. Man wird sie in die Reife des Glaubens, in eine wirkliche Stabilität in Christus bringen. Wow, lass die Lehrer die Türen zu die Fülle Gottes öffnen. Lass die Evangelisten die Türen zu die Verlorenen öffnen. Lass die apostolischen Leute wirklich Pläne für Regionen hervorbringen. Lass uns alle zusammenarbeiten und wirklich die Mauern zwischen uns fallen sehen. Wow! Ja, so, preis dem Herrn. Ich bin eine Mauer. Meine Brüste sind wie Türme. Zu trösten, Mutterschaft zu ernähren für viele. Sie hat nicht nur einen örtlichen Dienst, aber was ein Turm ist, sie gibt Licht für eine ganze Region, sie gibt Licht für ein Land und diese Türme, diese Mauern werden in unserer Zeit aufgebaut. Und ist das nicht herrlich? Du und ich haben ein Teil in dieser herrliche Geschichte. Und wie ich immer sage zu mir selbst, möchte ich auch zu dir sagen. Ich sage zu mir selbst, K-Chance, spiele deine Rolle das Beste, das du kannst. Und das möchte ich zu dir sagen. Spiele deine Rolle in dieses Liebesgeschichte mit all deinem Herzen.